Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Falls ihr zum ersten Mal hier seid, mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die mich durch alle meine Bücher und alle meine Videos hier begleiten. Ja, und jetzt geht schon los mit den Herbstblumen in Aquarell. Für mein heutiges Aquarell habe ich mir einen kleinen Herbststrauß in gelben und roten Tönen in einem einfachen Glas zusammengestellt. Der Blickfang ist der gelbe Sonnenhut, der nicht gefüllt ist. Das heißt, dass die einzelnen Blütenblätter da nebeneinander stehen und deswegen mit unterschiedlichen Gelbtönen wirklich ganz leicht zu malen sind. Die Goldrute sieht zwar ein bisschen kompliziert aus, ist aber ebenfalls leicht darzustellen, wenn man die Formen ganz einfach reduziert. Für die Rottöne nehme ich eine fette Henne im Hintergrund und einen Zweig von meinen roten Gottesaugen, die ich überall in meinen Blumentöpfen habe, weil die Schnecken die nicht mögen. Das Bergenienblatt ist durch seine rötlichen Ränder ein schöner Übergang zu dem Grün, das am Ende der Efeu dann noch beisteuert. Vom Material her nehme ich einen Aquarellblock mit 40 x 30 und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich dann später die Freiheit habe, dass ich das sowohl hoch- als auch querformatig rahmen kann. Ich benutze diesmal meinen eigenen Künstlerkasten, aber wenn ihr das nachmalen wollt, habt ihr bestimmt ähnliche Farben auch in kleineren Studienkästen drin und meine Pinsel, das sind ganz einfach Synthetikpinsel in verschiedenen Größen. Okay, beim Malen gehe ich dann so vor, dass ich grundsätzlich von vorne nach hinten male. Das heißt, ich beginne jetzt mal mit dem Sonnenhut. Und dafür mische ich mir aus Cadmiumgelb hell und Cadmiumorange ein warmes Gelb und fülle zuerst einmal die oberen Blütenblätter aus. Das Weiß, das ich da immer stehen lasse, erweckt am Schluss den Anschein von kleinen Lichtern. Für die unteren Blätter gebe ich nun gebranntes Sienna zu meinem Gelb und achte aber beim Malen drauf, dass ich möglichst einen kleinen Spalt zwischen den Blättern lasse, damit die Farbe nicht ineinander läuft. Wenn euch das leicht passiert, wäre es sinnvoll, hier zu warten, bis die Blätter getrocknet sind oder halt ja, notfalls mit dem Föhn nachzuhelfen. Ja, und aus genau diesem Grund, damit es eben trocknen kann, warte ich jetzt mit der Mitte und beginne stattdessen schon mal mit den Gottesaugen. Dafür nehme ich pures, leuchtendes Cadmiumrot und in die dunkleren Blätter gebe ich ein bisschen Alizarin-Krablack dazu. Und auch das muss jetzt erst wieder trocknen, bevor ich da in der Mitte die kleinen gelben Blütenstempel reinmachen kann. Und deswegen geht es jetzt mit der Goldrute weiter. Und wie ich gerade schon gesagt habe, reduziere ich die sehr stark auf die hellgrünen Stängel und dann einfach nur gelbe Tupfer für die kleinen Blüten. Grün mische ich mir zwar meistens oder normalerweise aus Blau- und Gelbtönen selber, aber hier nehme ich jetzt das fertige Zinnobergrün, das ich mit Cadmiumgelb, Ultramarinblau und Cadmiumrot jeweils ein bisschen abtöne. Für die Blüten nehme ich dann, wie gesagt, einfach das reine Cadmiumgelb. Die fette Henne sieht man zwar nur ein bisschen durchschimmern, die stellt aber die Verbindung zwischen dem Gelb und dem Rot her, ist also wirklich wichtig an dieser Stelle und ist aber auch überhaupt nicht aufwendig.
weil im Prinzip sind es nur kleine Striche, die ich jetzt mit Magenta male und zwischen die ich dann einige grüne Tupfer setze. Für die grünen Blätter der Gottesaugen mische ich jetzt trotzdem meinen Grün selber. Und zwar aus Ultramarinblau und meinen beiden Gelbtönen, dann passt es wieder schön dazu. Und es entsteht so auch ein sehr gedeckter Grünton. Beim Farbauftrag achte ich darauf, dass sich hier helle und dunkle Stellen deutlich gegeneinander absetzen, um eine Tiefenwirkung zu erzielen. Die feinen Adern mache ich wie immer nicht mit dem Pinsel, sondern kratze sie mit einer Zeichenfeder in die feuchte Farbe. Als nächstes kann ich jetzt die Blütenmitten ergänzen und bei dem Sonnenhut auch schon dunkle Akzente zwischen die gelben Blütenblätter setzen, um die Tiefenwirkung zu verstärken. Bei den Efeublättern gehe ich mit den Adern umgekehrt vor. Ich lasse sie weiß stehen. Das könnte man zwar auch in die feuchte Farbe kratzen, der Betrachter wird es vermutlich auch nicht merken, dass sie eigentlich hell sein müssen, aber weil sie eben so dominant sind, mache ich mir hier die Mühe mit dem Aussparen trotzdem. Zum Schluss kommen jetzt noch die Stängel und die Blätter, die man im Glas sieht. Sie wirken dadurch, durch das Glas und das Wasser eben, sehr viel heller und ein bisschen verwaschen, sodass ich hier ganz einfach die Grüntöne mehr verwässere. Mit einem bläulichen Grün zeichne ich jetzt noch den Wasserrand und die Konturen des Glases nach. Dann ziehe ich ganz vorsichtig einen stark verdünnten Blauton über meine Grüntöne, um das Glas anzudeuten, das eben die Stängel dahinter verdeckt. Aber ganz vorsichtig sein, dazu muss die untere Schicht jetzt richtig gut trocken sein. Der Schatten wird aus einem bläulichen Grau aus Ultramarin und gebrannter Sienna dargestellt. Den Hintergrund möchte ich sonnig warm, deshalb male ich ihn mit einem stark verdünnten Cadmiumgelb und einem großen weichen Pinsel in unregelmäßigen Flecken. Um den Eindruck von flirrendem Sonnenlicht zu erzeugen, spritze ich dann am Ende noch dicke gelbe Farbe über das Papier. Und da macht es jetzt auch nichts, wenn der Hintergrund noch nicht ganz trocken ist, weil sich da eben diese typischen, für mich so typischen impressionistischen Flecken ergeben. Ja, und wenn alles gut durchgetrocknet ist, setze ich mit einer sehr dunklen Farbe noch einige Akzente. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.